Wir sind Manu und Thiago mit Big Shrek, unserem Expeditionsmobil, auf großer Reise Richtung Süden. Seit Mai 2025 sind wir unterwegs, voller Träume, Neugier und einer Prise Chaos. Heute nehmen wir euch mit nach Hyder und Stuart. 2 Mini-Orte, 2 Länder, aber jede Menge Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön seid ihr wieder dabei und habt wieder eingeschaltet, weil es ist ja wahrscheinlich wieder Sonntag, 16 Uhr. Genau, da sind wir wieder. Hallo! Wir stehen im Moment mitten im Wald irgendwo in British Columbia und wir sind jetzt sehr schnell hier runtergefahren, weil Thiago musste ja Alaska verlassen. Ja, erstens musste ich Alaska verlassen zum einen und zum anderen, wie ihr bereits wisst, ich bin in Brasilien geboren, in der Schweiz aufgewachsen. So die Temperaturen, meine Wohlfühltemperatur startet bei so 22, 23 Grad. Und es war langsam ein bisschen frisch da im Norden von Kanada. Und deswegen haben wir euch ja bereits mitgenommen auf unseren Erledigungstrip in Whitehorse. Und jetzt geht's halt schnurstracks Richtung Süden. Ja, und unser nächster Stop wird noch einmal Alaska sein, aber dort hat es eine natürliche Grenze und dort kommen wir auch gut rüber und dort schauen wir, ob wir noch ein spezielles Naturspektakel beobachten dürfen und zeigen euch das gerne. Ich hoffe, dass ich da wieder mal ein paar coole Fotos machen kann für euch. Hyder ist ein winziges Örtchen ganz im Süden Alaskas. So klein, dass es keine Grenze gibt. Zuerst reist man von Kanada nach Hyder ein, ohne einen Grenzübergang. Zurück nach Kanada steht aber ein Grenzposten mit einem Zöllner bereit. Bekannt ist es für den Salmon Glacier, den man von dort aus erreicht, und für die Bärenbeobachtung am Fish Creek. Das unangenehmste Gefühl in einem Lastwagen? Wenn wir sehr schräg stehen, so wie jetzt gerade. Da würde ich am liebsten sofort aussteigen. Aber keine Sorge, unser Driver hat alles im Griff. Gehen wir mal auskundschaften, ob das was ist hier. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, verstanden auch. Was, wir verstanden auch, was? Hallo? Ich muss mich eigentlich konzentrieren, ob da der Biggie durchkommt. Ja, da wäre ich schon froh. Also, wir sollten durchkommen, aber es ist halt einfach auch wieder ein grosses Bachbett, so wie vorne. Ja, du musst sagen, Schatz, ich kann schon probieren. Also, ich finde, es ist nicht nötig, um da hinten durchzufahren. Jetzt, weil vorne sind Platz gleich schön. Also gut, dann warte ich auf dich.
Verstanden. Hallo! Welcome back to Alaska. Yes! Wir sind wieder in Alaska. Und wir sehen wieder Tiere. Ja. Hier hinten hat es eine Art von Adler. Wir haben noch nicht rausgefunden, was genau. Aber ein wunderschönes Plätzchen, oder? Ich habe das Gefühl, wir haben es richtig gut getroffen heute, ja. Gefällt mir richtig, direkt am Fluss hier. Vicky hat es auch bequem, hat noch ein paar Blätter hier am Fahrzeug. Wir waren da ein bisschen deeper im Wald und ist dann leider doch zu eng geworden. Da muss man wieder rückwärts rausfahren. Ja, Manu ist fast gestorben nebenbei. Ja, es war nur ein bisschen schräg, aber es war ganz okay. Hat Spaß gemacht. What's the problem? Oh, ich bin noch müde. Wir haben verhängt, dass in Alaska doch wieder eine Stunde minus ist. Das heißt, jetzt auf unserer Uhr steht 5:50 Uhr. Aber in Realität ist es 4:50 Uhr hier lokale Zeit. Wann geht das Bear-Watching Das Bear-Watching geht erst um 6 Uhr auf. Somit sind wir gut dran in der Zeit. Wir sind ja auch Schweizer, darum. Wir haben euch noch gar nicht erzählt, was wir heute eigentlich machen. Also wir gehen zum Fish Creek, heißt der, glaube ich, und versuchen dort Bären zu erspähen, die in wilder Wildnis Lachse essen. Und wir sind extra dafür sehr früh aufgestanden. Mit Zeitverschiebung sind wir noch früher aufgestanden, als wir eigentlich sollten. Aber Alaska bietet echt, also tiermäßig, einiges an Spektakel. Und auch wenn wir heute nichts sehen, wir haben so viele tolle Sachen gesehen in Alaska. Und jetzt versuchen wir unser Glück nochmal in Hyder. Und naja, wenn das was wird, dann wird das ein tolles Schauspiel. Und dafür sind wir jetzt früh aufgestanden. Und jetzt gehen wir mal schauen. Ach, und hier nochmal unser Traumplätzchen. Gestern konnten wir hier Weißkopfseeadler beobachten und weitere Vögel. Hat sich sehr gelohnt, hierher zu kommen. Ja, richtig cool hier. War richtig ein schöner Platz. Vielleicht kommen wir ja heute wieder zurück oder morgen. After the preview, we only get one life. I won't live mine without. Diogo, unser Profifotograf, macht sich ready. Irgendwie, wir wissen immer noch nicht, in welcher Zeitzone wir sind, weil hier sind schon so viele Menschen. Sollte aber erst um 6 Uhr geöffnet sein und jetzt sind wir 5:45. Naja, wir sehen. Ja. Am Fish Creek kann man normalerweise hautnah beobachten, wie Grizzlies und Schwarzbären die Lachse direkt aus dem Fluss fischen. Ein echtes Highlight. Dieses Jahr war allerdings weniger los, da die Lachsbestände so hoch sind, dass die Bären nahezu in jedem Fluss die Lachse fischen.
was done, but you never are. There's always a chance and a beating heart. I'll give you my best, I think that's a start. My love won't budge. My love won't fade after the preview. We only get one life. I won't live mine without you. Calm or stormy. Also Leute, wir sind hier, nicht ganz alleine. Ich zeige euch das mal. Hier sind wir alleine. Da sind die ganzen Lachse. Und leider hat es noch nicht geklappt. Wir sind no luck. Bis jetzt sind wir so ein bisschen mehr als eine Stunde hier. Und wir warten noch ein bisschen. Wir waren jetzt 2 Stunden am Fish Creek und wir hatten leider kein Glück. Wir haben gewartet und gewartet mit vielen anderen und wir hätten bestimmt auch noch länger warten können. Aber jetzt wurde es richtig frisch. Ich weiß nicht, morgens um 6 war es wärmer als jetzt irgendwie um 8:30. Jetzt fahren wir hier mal zum Salmon Glacier, der sieht auch ganz toll aus. Und wir haben hier so einen Daypass, also vielleicht kommen wir am Abend nochmal. Morgens und abends soll es am besten sein für Bear Spotting. Mal schauen, wenn wir Lust haben, kommen wir nochmal. Aber das ist die Natur, das gehört dazu. Thiago, heute haben wir nicht so Glück. Hey, wir hatten bis jetzt immer Wetterglück. Seit 3 Monaten. Aber jetzt heute nein. Ist ein bisschen schwierig gerade. Also links sollte man irgendwann eine wunderschöne Aussicht auf den Salmon Glacier haben. Den müsst ihr euch jetzt halt einfach gedanklich vorstellen, das tun wir auch. Aber die Fahrt hier hoch war schon ein Spektakel. Ja, bis jetzt macht es auch richtig Spaß, hier hochzufahren. Und wir haben ja noch ein bisschen, knapp 10 Kilometer noch, bis wir da dem Viewpoint sind, wo wir vielleicht dann auch nichts sehen. Aber egal, es macht Spaß und ja, let's go Attacke Offroad! Wir könnten Glück haben. Naja, wir essen jetzt erstmal was und dann schauen wir, ob sich da noch was tut. Drückt uns die Daumen! Mal schauen, ob wir hier jemanden kennen. Jetzt so viele. Oh, den kennen wir doch. Die Yoda Travels. Yoda! Ihr kennt ja die alle auch, oder? Schade, sind die nicht mehr unterwegs. Ja, richtig schade. Die hätten wir gerne getroffen. Ja, und ansonsten genießen wir es hier ein bisschen. Mit unserem Fahrzeug hier im Nebel.
Das ist die Aussicht auf den Gletscher. Also, wir frühstücken jetzt mal gemütlich hier und dann schauen wir, was der Tag bringt. Keine Bären und kein Gletscher. Ja. Heute ist es ein bisschen schwierig. Heute hatten wir nicht so Glück, leider. Aber man kann nicht immer Glück haben im Leben. Und auch hier hat es ja schon einige Stickers. Und auch wir verewigen uns. Schau mal, hier heißt einer fast wie du. Tiagino, sollen wir uns daneben stellen? Tiaguinho, do Brasil. Oh, schau mal hier. Rechts dran hier. Auch ein bisschen schwierig. Ja, aber wir machen jetzt auch einen hin. Und wenn ihr hier vorbeikommt und unseren Sticker findet, schreibt uns doch mal. Ja, richtig cool. Da. So. So, Ja. Na, nicht so, ja. jetzt klappt er schon. Wir verlassen Hyder und Stuart und beschlossen, uns die Inside-Passage zu gönnen, die von Prince Rupert nach Vancouver Island fährt. 15 Stunden lang, eine der schönsten Fährpassagen der Welt. Denn uns zieht es jetzt nämlich in die Wärme. So, wir haben Hyder und Stuart wieder verlassen, weil wir hatten halt kein Glück mit dem Gletscher. Ja, und auch mit den Bären nicht so wirklich Glück. Leider nein. Und unsere Fähre, die Inside-Passage, die wir jetzt gebucht haben, die geht in ein paar Tagen. Und darum sind wir jetzt noch ein bisschen weitergefahren, sind wieder ausgereist aus den USA und versuchen uns jetzt nochmal bei einem Fischcamp. Hier ist ein Fischcamp, hier übernachten wir. Vielleicht haben wir hier Glück. Und ansonsten Aber lassen wir es. hier ist doch der Biggie. Wieso zeigst du denn unseren Zuschauern da? Da steht doch No Entry. Ja, das stimmt. Wie ich jetzt, das ist selbst die Verwirrtheit verwirrt. Na, jetzt geht's los. Wir gehen zu einem Fish Creek und hoffen, da noch ein paar Fotos machen zu können von Lachsen oder vielleicht sogar von einem Bären. Wir lassen es euch wissen. Also ich weiß, dass ich nicht immer das optimale Schuhwerk anhabe. Aber habt ihr mal das Schuhwerk des Brasilianers studiert? Der kennt nichts anderes. Der geht überall hin mit seinen Finken. Das gibt's gar nicht. Da sind wir Schlamm und alles gelaufen. Ach was, das war halb so wild. Sie ist nur neidisch. Da wir noch etwas Zeit haben bis zu unserer Fähre, schmeißen wir uns nochmals auf eine Offroad-Strecke, bei der Manu Blut schwitzt und Thiago im Himmel ist. Was meint ihr zu Hyder? Wart ihr selbst schon dort? Gerne präsentieren wir euch jetzt noch, wie wir jeweils neue Provinzen willkommen heißen. British Columbia! 1, 2, 3. British Columbia!
gefallen?